Willkommen zum heutigen Video. Was koche ich heute? Heute werde ich einen Blumenkohl überbacken mit Käse und Schinkenstreifen machen. Beim Blumenkohl habe ich schon die grünen Blätter weggeschnitten, der ist gewaschen. Und jetzt schneide ich mit einem kleinen Messer Röschen auf den Blumenkohl raus. Für den Blumenkohl habe ich ja Wasser aufgesetzt, da ist schon Salz drin. Die Röschen habe ich geschnitten und lege jetzt den Blumenkohl vorsichtig ins heiße Wasser rein. Mache dann den Deckel drauf, lasse aber einen kleinen Spalt offen, dass der Dampf ausdampfen kann und lasse ihn für ca. 20 Minuten bei schwacher Hitze köcheln. Der muss nicht ganz weich werden, mir geht es nur um die Brühe, dass ich später eine Brühe vom Blumenkohlgeschmack habe für meine Bechamel. In der Zwischenzeit schneide ich den Schinken in Streifen. Da halbiere ich erstmal die Scheiben. Und dann schneide ich dünne Streifen runter. Dass die ungefähr diese Stärke haben. Der Blumenkohl, der hat jetzt 25 Minuten vor sich hingeköchelt. Der hat noch ordentlich Biss. Mit der Schaumkelle hole ich den Blumenkohl jetzt raus und lege ihn gleich in die Backform rein, so dass der Strunk vom Blumenkohl nach unten zeigt. Die Brühe, die hat jetzt einen kräftigen Blumenkohlgeschmack. Daraus koche ich jetzt meine Bechamel für den Auflauf. Dafür mache ich erst ein Stück Butter in den Topf rein, lasse es zerlaufen. Die genaue Mengenangabe, die schreibe ich später in der Beschreibung dazu. Wenn die Butter zerlaufen ist, gebe ich mein Mehl hinzu und mache eine Mehlspitze. Wenn das Mehl die ganze Butter aufgesogen hat, gebe ich eine Mischung von Milch und Sahne hinzu. Verrühre das gleich, dass es keine Klumpen gibt. Dann gebe ich die gleiche Menge an Brühe rein, was ich an Milch-Sahne reingegeben habe. Und jetzt lasse ich es für mindestens 20 Minuten köcheln, dass der Mehlgeschmack verkocht und die Soße etwas kompakter wird. Sobald die Soße anfängt zu binden, öfters umrühren, dass sie von unten ansetzt und dann anfängt anzubrennen. So, der Mehlgeschmack ist ausgekocht, hat auch die gewünschte Konsistenz. Jetzt gebe ich noch ein bisschen Pfeffer hinzu und ganz wenig Muskatnuss gemahlen. Vom Salzgehalt war es okay, von der Brühe noch. Noch ein kleiner Tipp von mir, die restliche Brühe, die geblieben ist, nicht wegschütten, wäre zu schade dafür. Man kann daraus eine Blumenkohlcremesuppe kochen. Geht im gleichen Prinzip wie die Bechamelsoße, nur dass man da etwas mehr von der Brühe nimmt und weniger von der Butter und Mehl, von der Mehlspitze. Jetzt verteile ich die Bechamel auf den Blumenkohl. So dass er gleichmäßig bedeckt ist. Sollte aber nicht in der Bechamel schwimmen. Auf der Bechamel verteile ich dann meinen Schinken, den ich in Streifen geschnitten habe. Und auf dem Schinken kommt dann der geriebene Käse. Auch den gleichmäßig verteilen. Den Backofen, dann habe ich einen vorgeheizt gehabt bei 180 Grad. Und da kommt jetzt der Auflauf rein für ca. 40 Minuten. So, der Blumenkohl war jetzt gute 40 Minuten im Backofen drin. Hat schön überbacken und so schaut es dann aus. Ihr könnt es gerne nachkochen, wenn ihr möchtet. Mir in den Kommentaren reinschreiben, wie es euch gelungen ist, ob es euch das Rezept geschmeckt hat. Über ein Like würde ich mich sehr freuen.
Ihr könnt auch gerne ein Abo dalassen, würde mich noch mehr freuen natürlich. Und wir sehen uns dann im nächsten Video.